Das Thema heute: Gargrad. Ihr habt euch ein richtig gutes Steak gegönnt und neben euch steht ein richtig guter Grill. Jetzt müsst ihr nur noch den richtigen Gargrad treffen und wie ihr das 100% hinbekommt, das schauen wir uns jetzt an. Damit wir kein Risiko eingehen, geht an diesem Gerät kein Weg vorbei, einem Temperaturfühler. Dieser darf nie mehr als 54 Grad anzeigen, also merken wir uns 54 Grad, denn das ist ein perfekter Medium-Gargrad. Wenn ihr es etwas roher haben möchtet, dann geht eher in Richtung 50 Grad. Wenn ihr es aber etwas durchgegarter haben mögt, dann eher Richtung 58 Grad. Wir merken uns, unsere Spanne ist ungefähr zwischen 50 und 58 Grad und da findet ihr jetzt eure Wunschtemperatur. Vor dem Gargrad kommt die Kruste und die erzeugen wir jetzt mit dem vorgeheizten Outdoor-Chef in Vulkanposition mit Griddle Blade. Das Steak ist gesalzen und kommt jetzt drauf. Wir lassen wie immer kurz das Fett aus, damit das Steak schön im eigenen Fett grillen kann. Durch die extreme Hitze übergart das Fleisch am äußersten Rand natürlich sofort, aber die schöne Kruste entsteht. In der Mitte ist es aber noch roh. Sobald wir es auf der anderen Seite auch richtig schön scharf angegrillt haben, kommt es dann auf die Seite bei niedriger Temperatur und wir können es schön langsam nachziehen lassen. Und jetzt kommt unser kleiner Helfer zum Einsatz, unser Temperaturfühler. Und den stecken wir jetzt in die Mitte unseres Steaks und kontrollieren somit die Kerntemperatur, die ja erst langsam steigt. Das bedeutet, wir schließen den Deckel, die Temperatur ist schon runtergedreht und nun warten wir, bis das Steak auf Temperatur gezogen ist. So, wir haben die 54 Grad erreicht, also Deckel hoch, das Steak von der Griddle Blade nehmen und zum Nachruhen auf das Brett legen. Wir haben jetzt gerade unser Steak mit 54 Grad Kerntemperatur von unserer heißen Griddle Blade auf unser Brett gelegt. Und wenn wir jetzt schauen, sind wir bei 56 Grad. Woher kommt jetzt dieser Temperaturanstieg von 54 auf 56 Grad, obwohl das Steak jetzt auf dem Brett liegt und gar nicht mehr auf dieser heißen Griddle Blade? Weil das Fleisch nachzieht und die äußeren heißen Schichten langsam nach innen durchdringen. Schaut euch mal dieses perfekt medium gegarte Steak an. Wenn ihr euch einmal eure Kerntemperatur gemerkt habt und dann noch den Anstieg beim Ruhen mit einberechnet, kann beim nächsten Steak nichts mehr schief gehen. Und jetzt bratet ihr euer perfektes Steak. Viel Spaß!